Dungavel House in Schottland. 10. Mai 1941. 1 Stunde vor Mitternacht. 4 Männer warten auf ein Flugzeug aus Deutschland. Damit die Maschine sicher aufsetzen kann, ist die Landebahn beleuchtet. Wenig später funkt der Pilot den vereinbarten Code. Zur völligen Verblüffung der Briten gibt er sich als Rudolf Hess, Stellvertreter Adolf Hitlers, zu erkennen. Die Engländer löschen umgehend die Landebefeuerung. Sie haben einen anderen Gesandten aus Deutschland erwartet und nicht mit einem so hochrangigen Politiker wie Rudolf Hess gerechnet. Als der Maschine der Sprit ausgeht, springt Hess mit dem Fallschirm ab. Das Flugzeug zerschellt am Boden. Eine Szene, festgehalten auf einer späteren Kinderzeichnung seines Sohnes Wolf Rüdiger. Aufnahmen der abgestürzten und völlig zerstörten Messerschmitt 110 mit der Kennung VJOQ, der Maschine von Rudolf Hess. Wenig später entdeckt ein Bauer 40 Kilometer nördlich der schottischen Hauptstadt Glasgow den abgesprungenen deutschen Politiker. Der Englandflug. Eines der letzten ungelösten Mysterien des Zweiten Weltkriegs. Tief umhüllt vom Nebel britischer Geheimhaltung und diversen Täuschungsaktionen, die bis in die Gegenwart hineinwirken. Bis zum heutigen Tag verhindern sie die Antwort auf die Frage, ob Rudolf Hess ohne Wissen Hitlers nach England flog, ob er in dessen Auftrag einen sofortigen Waffenstillstand zwischen England und dem Deutschen Reich aushandeln sollte oder ob er in eine englische Falle gelockt wurde. Fest steht, kaum jemand war zu einer solchen Geheimaktion besser geeignet als Rudolf Hess, der schon als Kampfpilot im Ersten Weltkrieg fliegerische Erfahrungen sammelte. Nach Kriegsende studierte er in München bei Professor Karl Haushofer, dem Begründer der Geopolitik. Haushofer wurde sein Freund und akademischer Mentor und später auch außenpolitischer Berater, wie sich Hildegard Pfad, eine der Sekretärinnen von Hess, erinnert. Das war fast ein Vaterersatz bei Herrn Hess. Oder ein zweiter Vater. Er hat bei ihm Vorlesungen gehört, die haben sich geduzt. Während seiner Münchner Zeit lernte Hess Adolf Hitler kennen und wurde zu einem seiner engsten Weggefährten. Nach dem misslungenen Putschversuch vom 9. November 1923 war er zusammen mit Hitler in der Festung Landsberg inhaftiert. Mitte der 20er Jahre wurde Hess Hitlers Privatsekretär und nach der Machtergreifung 1933 dessen Stellvertreter und Reichsminister. Professor Karl Haushofer blieb in all diesen Jahren Gesprächspartner und Berater. Er vermittelte Hess zahlreiche Auslandskontakte, wie hier im Jahre 1935, als er Hess mit dem schwedischen König Gustav V. zusammenbrachte. Auch beim Englandflug sollte Karl Haushofer eine wichtige und folgenschwere Rolle spielen. Die Leidenschaft fürs Fliegen begleitete Hess das ganze Leben lang. Sein Sieg beim Zugspitzflug 1934 unterstrich noch einmal sein herausragendes fliegerisches Können. Wenn es seine Zeit erlaubte, besuchte Hess, oft gemeinsam mit dem Flugzeugkonstrukteur Willy Messerschmitt, Flugplätze sowie Test- und Produktionsstätten der Luftfahrtindustrie. Im Winter 1939 / 40, als diese Filmaufnahmen entstanden, erprobte man in Obertraubling bei München die Fronttauglichkeit des ersten deutschen Lastenseglers, die Gleitvariante der später auch motorisierten Messerschmitt Me 321 Gigant. 1940, ein Jahr vor dem geheimnisvollen Englandflug.
Landeplatz der Messerschmitt-Flugzeugwerke. Eine Ju-52 setzt auf der Graspiste auf. Professor Willy Messerschmitt erwartet Rudolf Heß. Seit Jahren verbindet die beiden Männer ihre Leidenschaft für Flugzeugtechnik und die Fliegerei. Die zivilen und militärischen Messerschmitt-Flugzeuge schätzte der Pilot Heß besonders. Private Filmaufnahmen, die bisher noch nie gezeigt wurden. Die Messerschmitt-Werke in Augsburg zählten zu den größten militärischen Flugzeugbetrieben Deutschlands. Heß lässt sich die einzelnen Produktionsschritte erläutern. In Augsburg wurden vor allem Jagd- und Kampfflugzeuge wie die berühmten Me 109 und Me 110 hergestellt. Heß selbst flog verschiedene Versionen der Me 110, wobei er stets von einem Navigator und einem Funker begleitet wurde. Dieses Mal besichtigte er die Flugzeugwerke in offizieller Mission und wurde von den Arbeitern begeistert empfangen. Sein persönliches Interesse galt allerdings der Frage, ob man eine Me 110, ein ursprünglich dreisitziges Kampfflugzeug, in ein einsitziges Mittelstreckenflugzeug umbauen könnte. Rudolf Heß besprach die Einzelheiten mit Willy Messerschmitt. Auf der Basis seiner Vorschläge ließ man die Techniker die Bewaffnung aus- und an ihrer Stelle mehrere Zusatztanks einbauen. Darüber hinaus wurde die Inneneinrichtung der Me 110 so verändert, dass Heß in der Lage war, vom Pilotensitz aus das Funkgerät zu bedienen und über das deutsche Funkleitstrahlsystem zu navigieren. Die Funktionsfähigkeit dieser Um- und Einbauten überprüfte Heß im Winter und Frühjahr 1940/41 bei mehreren Flügen, zum Teil bis in die neutrale Schweiz. Ziel dieser Top-Secret-Aktion: Rudolf Heß will die weite Strecke von Süddeutschland nach Schottland ohne Zwischenlandung und alleine, ohne Funker und Navigator fliegen können. Stonehenge im Südwesten Englands. Ein Ort der Mysterien aus heidnischer Vorzeit, über dessen Ursprünge und Hintergründe die Wissenschaftler noch immer rätseln. Ganz in der Nähe dieser Kultstätte wurde jetzt ein anderes Geheimnis gelüftet, das um den Englandflug von Rudolf Heß. Hier lebt Martin Allen, ein Senkrechtstarter der britischen Geschichtsforschung. Ihm ist es gelungen, das Geheimnis um die Hintergründe und die Vorgeschichte des mysteriösen Fluges zu lösen. Man muss sich daran erinnern, dass es nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges eine ganze Serie von Friedensinitiativen seitens der deutschen Regierung gegenüber der britischen Regierung gab. Die Verhandlungen begannen Ende 1939, Anfang 1940 durch den Herzog von Windsor in Spanien. Und diese Phase der Kontakte wurde auch weitergeführt, nachdem der Herzog von Windsor auf die Bahamas zwangsversetzt worden war. Danach wurden diese Initiativen von Heß und Hitler aufgegriffen. Sie unternahmen einen Vorstoß beim britischen Botschafter in Spanien, Samuel Hoare. Der geheimnisvolle Flug in den Machtbereich des Kriegsgegners war der letzte von zahlreichen Versuchen von Rudolf Heß mit britischen Politikern über die Möglichkeit eines Friedens zu sprechen. Seit Juni 1940 war Heß mehrmals ins neutrale Spanien, nach Portugal und in die Schweiz geflogen, um dort unter anderem Edward VIII., den ehemaligen englischen König, und Sir Samuel Hoare, den britischen Botschafter in Spanien, zu treffen. In Schottland wollte er mit dem Herzog von Hamilton sprechen, der als Lord Stewart des britischen Königshauses jederzeit Zugang zu König und Premierminister hatte. Dieses Foto zeigt den Herzog zusammen mit der späteren englischen Königin Elisabeth. Eine originale Luftnavigationskarte aus jener Zeit. Mit Hilfe einer solchen Karte orientierte sich Heß auf seinem Flug von Augsburg quer durch Deutschland bis an die Kanalküste, von dort über die Nordsee bis Schottland. Sein Ziel? Der schottische Landsitz Dungavel House im Norden Glasgows. Ein geeigneter Treffpunkt. Dungavel House ist der Stammsitz des Herzogs von Hamilton. Der Herzog, selbst ein begeisterter Flieger, hatte sich, wie in dieser Luftaufnahme gut zu erkennen, eine eigene Landebahn mit Hangars für Flugzeuge anlegen lassen. Ortswechsel. Der Ammersee in Oberbayern.
Wohnsitz der Familie Haushofer, der sogenannte Hartschimmelhof. Bibliothek und Arbeitszimmer von Karl Haushofer. Von hier aus stellte die Familie Haushofer die Verbindung nach England her. Dass hier auch der Englandflug vorbereitet wurde, belegt ein Auszug aus dem erstmals gezeigten Tagebuch der Haushofers. Eine Notiz hält fest, dass Rudolf Heß gebeten habe, Kontakte für Verhandlungen um einen Verständigungsfrieden mit England anzubahnen. Karl Haushofer sagt zu, obwohl er sich der Gefahr dieser Mission voll und ganz bewusst ist. Karl Haushofer verfügt ebenso wie sein Sohn Albrecht über weitreichende freundschaftliche Kontakte zu den höchsten britischen Regierungs- und Adelskreisen. September 1940. Bei einem mehrstündigen Spaziergang im Grünwalder Forst in München, in der Nähe des Privathauses von Rudolf Heß, besprechen Heß und Karl Haushofer die Einzelheiten der England-Mission. Die Freunde erörtern Details und bestimmen die Ansprechpartner auf englischer Seite für die geheimen politischen Friedensfühler. Das Ganze beginnt im Grunde im September 1940, als Heß an die Haushofers, die über beste Verbindungen zu britischen Kreisen verfügen, herantritt, um eine Friedensinitiative zu starten. Bis heute ungeklärt ist die Rolle Hitlers. War er in die Friedensmission eingeweiht oder nicht? Mehr noch, handelte Heß womöglich auf Befehl Hitlers? Martin Allen auf dem Weg in das englische Staatsarchiv, das Public Record Office, das Gedächtnis Großbritanniens. Hier lagern in 7 atombombensicheren unterirdischen Stockwerken zahlreiche Geheimnisse des Vereinigten Königreiches, viele davon bis heute für die Öffentlichkeit unzugänglich. Zu ihnen zählen diverse geheimdienstliche Aktivitäten, die den Lauf der Weltgeschichte verändert haben. Darunter auch die Akte Rudolf Heß. Sie ist bis zum Jahre 2017 gesperrt, in Teilen sogar noch länger. Obwohl niemand sie einsehen darf, ist es Martin Allen gelungen, das Rätsel Heß zu lösen. Die meisten Wissenschaftler haben immer nur nach der Heß-Akte selbst gesucht, aber ich, als Experte für Außenpolitik, habe jahrelang das Privileg gehabt, die Akten des britischen Außenministeriums sichten zu können. Nur mit der Hilfe dieser Akten lässt sich das Geheimnis um den Heß-Flug lösen, denn die offiziellen Heß-Akten sind immer noch unter Verschluss. Bei Lektüre dieser Akten erschließt sich der Briefwechsel der führenden Persönlichkeiten des Außenministeriums, Anthony Eden, Lord Halifax, William Strang untereinander und mit Churchill. Darin wird die Geschichte der Geheimdienstoperation um Heß enthüllt, und daher benötigt man nicht mehr die eigentlichen Heß-Akten, die bis zum Jahre 2017 gesperrt sind. Dokumentiert sind diese gewonnenen Erkenntnisse im neuesten Buch von Martin Allen, The Hitler-Hess Deception, das im britischen Großverlag HarperCollins herauskam und unter dem Titel Churchills Friedensfalle inzwischen auch auf Deutsch erschienen ist. Der Weg nach Ditchley Park in der Grafschaft Oxford. Hier traf sich Churchill seinerzeit jedes Wochenende mit Kabinettskollegen, Freunden und Vertrauten. In dieser Runde wurde als Reaktion auf über 2 Dutzend deutscher Friedensangebote eine der folgenschwersten Täuschungsaktionen des Zweiten Weltkrieges ausgebrütet. Trotz der für England militärisch verzweifelten Lage war man im britischen Außenministerium überrascht, dass bis November 1940, also 6 Monate vor Heß' Flug, schon über 2 Dutzend deutsche Friedensangebote auf geheimen diplomatischen Kanälen sondiert worden waren. Auf 18 Seiten eines streng geheimen, auf 1 Dutzend Exemplare begrenzten Memorandums im Bild Exemplar Nummer 8 stellte das Außenministerium die unterschiedlichen deutschen und neutralen Friedensinitiativen zusammen. Dieses Memorandum war nur für den innersten Entscheidungszirkel gedacht. Mit seiner Hilfe sollte entschieden werden, wie man auf die deutschen Friedensinitiativen reagieren sollte. Die besondere historische Bedeutung des Dokuments ist der Beleg, dass die Versuche Deutschlands, einen Separatfrieden mit England zu erreichen, bis zum Heß-Flug nicht abgerissen sind. Derartige Friedensinitiativen gingen unter anderem aus vom schwedischen Industriellen Dalerus, vormaligen Reichskanzler Franz von Papen, Vatikan, König von Schweden,
finnischen Premierminister, König von Spanien, von Dr. Ludwig Weissauer und Dr. Joseph Goebbels. Einer dieser geheimen Friedenspläne beinhaltet 7 konkrete deutsche Angebote. Der 7-Punkte-Friedensplan wurde von der deutschen Regierung über den päpstlichen Nuntius, den Botschafter des Vatikans, dem englischen Botschafter in Spanien Samuel Hall überbracht. Und das, was die deutsche Regierung anbot, waren geradezu unglaubliche Friedensbedingungen. In diesem Dokument, das seit 1941 bis vor kurzem als geheim gesperrt worden war, unterbreitete der Nuntius einen 7-Punkte-Plan, der Verhandlungen vorschlug, an denen neutrale Staaten, darunter die Schweiz und die Vereinigten Staaten, als Vermittler beteiligt werden sollten. Der erstaunlichste der zahlreichen Punkte war, dass Hitler den Rückzug der deutschen Truppen aus Norwegen, Holland, Dänemark, Belgien und Frankreich und Reparationsleistungen für die während der Kampfhandlungen entstandenen Schäden anbot. Weitere Punkte dieses Vorschlags waren Zerstörung aller Angriffswaffen, Truppenreduzierung bei allen Staaten, Rückgabe der deutschen Kolonien, Wiederherstellung eines polnischen Staates. Die Bedeutung und die Ernsthaftigkeit dieses Angebotes wurde erhärtet durch die Bereitschaft des Papstes, als Vermittler zwischen Hitler und Churchill zu fungieren. Das politisch Pikante war, dass mit einem solchen Vorschlag der Grund für den britischen Kriegseintritt entfallen würde. Genau diese Vorschläge waren für die britische Regierung so brandgefährlich, denn sie hatte begriffen, dass, wenn die Amerikaner dahinter kommen würden, dass den Briten buchstäblich alles, was sie an Friedensforderungen erhoben hatten, gewährt würde, darunter Selbstsouveränität für Polen, die Amerikaner sie drängen würden, darauf einzugehen und die deutschen Friedensvorschläge anzunehmen. Um das zu verhindern, beschloss die britische Regierung, auf Zeit zu spielen und die deutschen Friedensinitiativen in ihrem Sinne zu instrumentalisieren. Churchill stellte eine Friedensfalle. In Bletchley Park wurde damit die Chance auf ein vorzeitiges Ende des Zweiten Weltkrieges bewusst vertan. Kein Wunder, dass man uns hier nicht drehen lassen wollte. Man hatte überhaupt keinen Zweifel daran, dass dies ein ernst gemeintes Friedensangebot Hitlers war. Und dieses Angebot Hitlers war deswegen ernst gemeint, weil er Frieden mit England suchte. Aber es muss daran erinnert werden, dass man auf britischer Seite eben keinen Frieden wünschte, da man dort davon überzeugt war, man würde den Krieg gewinnen, wenn er nur lange genug dauern würde. Für die deutsche Friedensbereitschaft spricht auch eine Initiative des persönlichen Rechtsanwalts von Adolf Hitler, Ludwig Weissauer. Dies ist eine seiner politischen Frühschriften aus dem Jahr 1931. Weissauer war im September 1940 nach Schweden geflogen, um dort den britischen Botschafter Mallet zu Verhandlungen zu treffen. Mit sich führte er im Auftrag Hitlers die bereits genannten Friedensvorschläge in abgewandelter Form. Das Angebot des Hitleranwalts Weissauer, das von den Briten durchaus ernst genommen wurde und für helle Aufregung sorgte, musste insbesondere vor den polnischen Verbündeten geheim gehalten werden. Der Weg zum Frieden wurde verbaut. Churchill hatte andere Pläne. Der Inhalt dieser Affäre oder dieser Angelegenheit Weissauer, die sich im Wesentlichen im September 1940 abspielt, ist durchaus ernst zu nehmen aus hitlerscher Perspektive. Das entsprach im Grunde den Grundmaximen seiner Politik, wie er sie schon in der Landsberger Haft in Mein Kampf niedergelegt hatte, nämlich unbedingt einen Zwei-Fronten-Krieg zu vermeiden und möglichst im Bündnis, aber nicht gegen England, im Osten Eroberungen zu machen. Man muss sich vor Augen halten, dass die britische Regierung starke Befürchtungen hinsichtlich der deutschen Expansion in Europa hegte. Deswegen hatte die Abteilung für politische Kriegsführung beschlossen, dass die deutschen Friedensangebote zum Nachteil Deutschlands benutzt werden sollten. Es lag nicht im britischen Interesse, 1941 Frieden zu schließen, weil Churchill bewusst war, dass bei einer Fortführung und Ausweitung des Krieges früher oder später die USA und Russland hineingezogen werden würden. Und damit würden die Alliierten auf jeden Fall gewinnen. Es ist wichtig zu beachten, dass die britische Regierung keinen Frieden wünschte. Sie war richtig glücklich darüber, dass der Krieg weiterging. Im Winter 1940 gab es ein hochrangiges Treffen des politischen Kriegsrats, der Political Warfare Executive, auf dem unverhohlen erklärt wurde, wir können einen europäischen Krieg nicht mehr gewinnen, nur noch einen Weltkrieg.
Und so haben sie im Gegensatz zur deutschen Regierung, die bestrebt war, den Krieg zu begrenzen und zu beenden, sehr massiv daran gearbeitet, den Krieg auszuweiten. Im Bewusstsein, dass sie ihn letzten Endes mit Hilfe der westlichen Alliierten und der Sowjetunion gewinnen würden. Woburn Abbey, im Herzen Englands, eingehüllt in typisch englischen Nebel. Heute Sitz des Herzogs von Bedford. Im Zweiten Weltkrieg arbeiteten hier die Mitarbeiter einer besonderen Abteilung des britischen Geheimdienstes, der SO-1, der Special Operation One, einer Spezialeinheit für politische Kriegsführung und Täuschungsmanöver. Die handverlesenen Mitarbeiter der SO-1 haben Churchills Pläne umgesetzt und die Friedensfalle aufgestellt. Scheinverhandlungen sollten bei der deutschen Reichsregierung den Eindruck erwecken, in England gäbe es eine große Zahl hochrangiger, friedensbereiter Politiker, die, unterstützt vom Königshaus, sogar bereit seien, Churchill zu stürzen und mit Deutschland Frieden zu schließen. Die Political Warfare Executive bestand aus hochspezialisierten Experten mit dem Ziel, den Gegner irrezuführen, insbesondere seine Regierungsmitglieder. Diese Leute erkannten schnell, dass Hitler niemals glauben würde, dass Churchill um Frieden bäte und seine Meinung über die Weiterführung des Krieges ändere. Also etablierten sie eine erfundene Friedensfraktion in Großbritannien und täuschten vor, diese habe die Mittel, um Churchill zu stürzen. Das war die Operation HHHH, Halifax, Hoare, Hess, Hitler. Sie benutzten diese Verhandlungen mit dem Ziel, Hitler davon zu überzeugen, er habe freie Hand gegen Russland, weil Churchill bald durch die Friedensfraktion abgesetzt würde. Woburn Abbey war vor 60 Jahren aber auch Schauplatz einer heftigen Auseinandersetzung um die richtige Strategie und Haltung gegenüber Deutschland. Dies ist Hugh Dalton, Minister für Wirtschaftskriegsführung und Chef der Geheimdienste im Kabinett Churchill. Er war ein scharfer Kritiker der Politik der Kriegsausweitung des britischen Premierministers. Eine Haltung, die ihn sein Amt kostete. Er formulierte seine Skrupel in einem Schreiben an den britischen Außenminister Eden im Februar 1941. Was allerdings Winston jetzt vorschlägt, ist ein wirklich erschreckender Plan, und ich bin mir nicht sicher, ob es mein Gewissen erlaubt, daran teilzunehmen. Ich war immer der Überzeugung, dass im Krieg auch Knochenkegeln gegen die Hunnen erlaubt sei, aber ich glaube nicht, dass es moralisch gerechtfertigt ist, diesen Weg einzuschlagen, um zum angestrebten Ergebnis zu kommen. Er erkannte bereits im Frühjahr 1941, dass der einzige Zweck dieser Handhabung der Friedensverhandlungen war, Russland in den Krieg hineinzuziehen. Und Hugh Dalton hatte begriffen, dass dies viele, viele Millionen Menschenleben kosten würde. Hochinteressant. Dieses Dokument ist ohne Zweifel eines der wichtigsten überhaupt in der Vorgeschichte des Hess-Fluges. Man muss sehen, dass Dalton keine Kreatur Churchills war, sondern er war Labour-Politiker und eben Mitglied an wichtiger Stelle in dieser Allparteienregierung, auch Chef der Special Operation Executive, der von Churchill den Auftrag hatte, setzen Sie Europa in Brand. Nun, es ist insofern ein wichtiges Dokument, weil es dokumentarisch festmacht, dass die Briten eine Geheimdienstaktion starteten, irgendwann im Herbst 1940, die damit endete, dass Hess sich am 10. Mai ins Flugzeug setzte und rüberflog. Hugh Dalton war bei weitem nicht der Einzige, mit dem Churchill wegen seiner Politik der Kriegsausweitung brach, wie sich die Stieftochter des Generals Ian Hamilton, Roisin O'Mara Vinar, erinnert. Churchill hat eigentlich Hamilton seine Karriere zu verdanken. Er nahm ihn mit nach Indien als ganz junger Kriegskorrespondent. Es war so etwas, was man eine lebenslange Freundschaft nennt, bis zu dem Tag, wo Hamilton zurückkam aus Berchtesgaden mit einer persönlichen Botschaft von Hitler an Churchill. Da ging es sofort seitens Churchill in die Brüche. Er weigerte sich überhaupt, das Thema zu erwähnen. Er hat mir persönlich an dem Tag nichts erzählt, aber meine Adoptivmutter hat zu mir gesagt, erwähne nicht den Namen Churchills, denn das Gespräch zwischen Hitler und
meinem Mann, hat sie gesagt, ist eine Katastrophe geworden. Hitler hat ihn dringend gebeten, seinen Einfluss auf Churchill auszuüben. Woher er wusste, dass die befreundet waren, weiß ich nicht, sagte sie mir. Aber so wie er nach Hause kam, hat er sich mit Churchill in Verbindung gesetzt und da gab es ein Tête-à-tête zwischen den beiden Männern und einen Riesenkrach. Niemand weiß, was genau passiert ist, aber von dem Tag an ist aus mit den zwei. Nicht nur zu Hitler, auch zu Hess unterhielt Ian Hamilton gute Beziehungen. Das mag ein weiterer Grund dafür gewesen sein, warum Hess nach Schottland fliegen wollte. Ja, er hat auch damals gesagt, dieser Hess, das ist ein ganz reizender Mensch. Also mit dem bin ich sehr gut, sehr gut ins Gespräch gekommen. Und ich habe ihn mit seiner Familie eingeladen zu uns aufs Schloss nach Schottland nächsten Sommer. Und ich sagte, bravo, schön. Und er hat gesagt, ja, und du kannst mir mal helfen mit dem Brief. Und jetzt bitte, ich kann mich nicht erinnern, was er da in der Hand hatte. Ist es sein Brief an Hess oder ist es Hess, der Brief zurück an ihn? Aber es ging um die Einladung. Und in der Zwischenzeit hatte ich mehr Deutsch als mein Adoptivvater. Und ich half ihm ein bisschen, das zu formulieren. Nicht? Ich habe ihn ein bisschen den Brief ausgewechselt, aber ich kann. Oder ich half ihm den Brief von Herrn Hess, vielleicht hat er den nicht ganz verstanden. Jedenfalls, es war eine abgemachte Sache. Die Churchillsche Politik der Kriegsausweitung mit Millionen von Opfern entsprach durchaus der britischen Kriegsdoktrin, die der Chefideologe und ständige Staatssekretär im britischen Außenministerium Sir Robert Vansittart im September 1940 als Handlungsanweisung für britische Diplomaten festgelegt hatte. Der Feind ist das Deutsche Reich und nicht etwa der Nazismus. Und diejenigen, die das noch nicht begriffen haben, haben überhaupt nichts kapiert. Alle Möglichkeiten für einen Kompromiss sind passé. Und jetzt muss der Kampf bis zum Ende geführt werden. Und zwar bis zum bitteren Ende. Wir haben mehr als genug von Friedensangeboten von Leuten wie Dalerus, Goerdeler, Weissauer und Konsorten. Die britische Außenpolitik machte demnach in ihrem unbedingten Kriegswillen keinerlei Unterschied zwischen Karl Goerdeler, einem der führenden Köpfe des deutschen Widerstandes, und Mitgliedern der NS-Führung wie Joseph Goebbels. Als Vansittart hörte, dass Lord Halifax, der britische Botschafter in Washington, vorschlug, die Verhandlungen ernst zu nehmen, war er mehr als beunruhigt. Er war ein Parteigänger Churchills, der meinte, der Krieg müsse unter allen Umständen durchgefochten werden, da Deutschland eine Bedrohung des Empires darstelle. Dieses Dokument ist überaus entlarvend, denn es sagt sehr deutlich, dass die Bedrohung nicht vom Nazismus, sondern von Deutschland und der deutschen Reichsidee ausgeht, gegen die England seit 75 Jahren gekämpft habe. Hier haben wir ausdrücklich die Einstellung dargelegt, dass höchstrangige britische Politiker ganz andere Ziele mit dem Krieg verfolgten, als die Menschen, die dessen Lasten zu tragen hatten. Vansittart ist ohne Zweifel das Haupt der antideutschen Fraktion im Foreign Office, der eben auch aus emotionalen Gründen keinerlei Friedensunterhandlungen mit Deutschland pflegen möchte. Er hat aus eigener Kenntnis fast alle führenden deutschen Widerständler vor dem Krieg empfangen und hat sich mit ihren Programmen vertraut gemacht. Zugleich ist es aber so, dass er daraus die Erkenntnis gewinnt, auf keinen Fall eine neue Dolchstoßlegende wieder manifest werden zu lassen und Deutschland, wenn möglich, als Staat auf dem Kontinent weitgehend zu tilgen und auszulöschen. Auch der neue britische Außenminister Anthony Eden, links im Bild, vor dem britischen Außenministerium, folgte den Zielen seines Staatssekretärs Vansittart. Verhandlungen mit Deutschland fanden nicht statt. Der eigentliche Urheber dieser Politik aber war Winston Churchill, der die Geheimdienstintrige stetig vorantrieb. In diesem Geheimdienstspiel sind nach meinen Forschungen 3 Ebenen zu unterscheiden.
Zum einen versorgt ein eigens dafür eingerichteter Ausschuss im britischen Geheimdienst, das sogenannte Double Cross Committee, aber auch die Special Operations Executive, die deutsche Seite, vor allem Hess, mit gezielten Falschinformationen. Und in diesen Falschinformationen heißt es, dass der deutsche Blitz, also die Kriegführung gegen England, die Luftangriffe, die Moral der Zivilbevölkerung untergraben hätten, dass Churchills Stellung nicht mehr fest sei und dass bei einem sichtbaren und echten Zeichen deutschen Friedenswillens Churchill gestürzt werden würde. Die zweite Ebene ist dieser Brief, der am 23. September über Hess an Hamilton, diesen ersten schottischen Peer und Lord Stewart des Königs, abgeht, der Hamilton nie erreicht, sondern auf dem Schreibtisch des Geheimdienstes landet. Und der Geheimdienst pflegt nun über Monate hinweg im Namen von Hamilton eine geheime Korrespondenz mit Hess. Und diese Korrespondenz endet von Hess' Seite aus mit dem Angebot, Hamilton möge mit einer Agitation in den Appeasement-Kreisen gegen Churchill beginnen. Im richtigen Moment, so heißt es wörtlich, wird dann eine hochrangige deutsche Persönlichkeit erscheinen, um die Friedensbedingungen zu sondieren. Und die dritte Ebene sind Horoskope, die sich Hess hat anfertigen lassen im Vorfeld seines Fluges, die allesamt den 10. Mai als Tag welthistorischer Bedeutung ausweisen. Der Ort, wo der Frieden zu schließen ist, liegt in Schottland. Inwieweit der britische Geheimdienst hier auch die Hess nahestehenden okkultistischen Kreise infiltrierte und Hess mit getürkten Horoskopen versorgte, ist wahrscheinlich, lässt sich aber dokumentarisch nicht beweisen. Ein Foto von Rudolf Hess mit seiner Sekretärin Hildegard Pfad. Sie erinnert sich an die Vorbereitungen zum Englandflug. Über diesen Flug habe ich gar nichts gewusst. Ich habe lauter Einzelteile. Man hat hinterher gemerkt, wie schlau er das verteilt hat. Also ich habe gewusst, einerseits, dass er Entwürfe geschrieben hat, wo er mit irgendeinem Engländer verhandeln wollte. Und ich habe mir vorgestellt, er trifft den irgendwie im neutralen Ausland. 10. Mai 1941. Es ist soweit. Rudolf Hess ist unterwegs von Deutschland nach Schottland. Die Engländer rechneten als Verhandlungspartner mit dem Chef der Auslandsorganisation der NSDAP, Gauleiter Ernst Bohle. Hier im Bild bei einem Zusammentreffen mit Churchill. Für die Zeit nach dem Krieg war Bohle, der bis 1937 noch einen britischen Pass besaß, als deutscher Botschafter in England vorgesehen. Die Männer, die in der Nacht des 10. Mai 1941 in Dungavel House warteten, waren der Herzog von Kent, der Herzog von Buccleuch, ein Geheimdienstbeamter und ein Mann der Political Warfare Executive. Das Verblüffende an den britischen Dokumenten ist der Beweis, dass sie auf den Chef der Auslandsorganisation Ernst Bohle gewartet haben. Und alle diejenigen, die hier warteten, waren überrascht und schockiert, als stattdessen Rudolf Hess auftauchte. Wenn man sich die Dokumente sehr genau ansieht, fällt einem auf, dass Ende April, Anfang Mai Hess und ich vermute auch Hitler die englische Verhandlungstaktik zu durchschauen begannen. Und so beschlossen sie gemeinsam, Hess anstelle von Bohle zu entsenden, um sich bei den Briten Gewissheit zu verschaffen. Man wollte den britischen Verhandlungspartnern tief in die Augen schauen. Während Hess nach Schottland fliegt, warteten in England 3 Gruppen auf den deutschen Emissär. Churchill im Landsitz Ditchley Park, der Geheimdienst in Woburn Abbey und der Herzog von Kent, der Bruder des englischen Königs, im Dungavel House. Entsetzt darüber, dass mit Hess ein Entscheidungsträger eintreffen würde, der die Strategie der Verzögerung zu Fall bringen könnte, löschten die Engländer die Landebefeuerung. Die Maschine von Hess zerschellte am Boden. Doch Hess überlebte. Das Verwirrspiel ging in die nächste Runde. Offiziell wird seitens der Engländer verlautbart, der schottische Bauernknecht David Maclean habe den abgesprungenen und verletzten Hess aufgegriffen. In britischen Wochenschauaufnahmen berichtet Maclean sogar von der Gefangennahme von Rudolf Hess. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit.
Daniel McBride, damals Sergeant der Fernmeldetruppe, offenbarte 2 Jahre nach Kriegsende die wirkliche Geschichte. Er war es, der Hess fand und ihn in das Haus McLeans brachte. Doch darüber durfte er damals nicht reden. Ich behaupte, dass hochrangige Regierungsmitglieder sein Kommen erwartet hatten. In jener Nacht wurde weder Luftalarm gegeben, noch wurde das Flugzeug vom Radarkontrollraum erfasst. Die schriftliche Bestätigung von Captain Percival, dem britischen Offizier, der als erster Hess befragte und dem dieser sein Portemonnaie und die Seenoterkennungsflagge, die er bei sich trug, überließ. Beide Gegenstände aus dem Besitz von Rudolf Hess werden hier zum ersten Mal gezeigt. Kaum war das Unternehmen fehlgeschlagen, gerieten sowohl die Briten als auch die Deutschen in Panik, wie sie ihrer jeweiligen Öffentlichkeit den Fall Hess erklären sollten. Die deutsche Presse distanzierte sich von Rudolf Hess, kam aber der Wahrheit sehr nahe, als sie schon am 14. Mai, also nur wenige Tage nach dem Hess-Flug, berichtete, es wäre auch denkbar, dass Hess am Ende von englischer Seite bewusst in eine Falle gelockt wurde. Es besteht kein Zweifel daran, dass Hitler von Hess' Flug informiert war. Denn beide hatten deswegen eine beträchtliche Zeit mit den Briten verhandelt und sich noch kurz zuvor getroffen. Als Hess nach England geflogen war, die ganze Sache schief ging und Hess von den britischen Behörden festgenommen wurde, nahm man an, dass diese Behörden nichts von der Existenz einer Friedenspartei wussten. Hitler war entschlossen, um jeden Preis herauszufinden, was mit Hess passiert war und ob es möglich sei, ihn zu befreien. Martin Allen fand schließlich auch heraus, welch abenteuerliches Unternehmen Hitler, der Hess offiziell für verrückt erklärte, zur Befreiung seines Stellvertreters in die Wege leitete. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Flug mit seinem Wissen geschah. Woburn Abbey, im Zweiten Weltkrieg Sitz der besonderen Abteilung des britischen Geheimdienstes. Im Herbst 2003 fanden Gärtner im weitläufigen Park, der sich rund um das Gebäude erstreckt, durch Zufall mehrere 100 Leichen, sämtlich vor 60 Jahren erschossen. Eine Entdeckung, die für helle Aufregung sorgte und zugleich jede Drehgenehmigung innerhalb des Schlosses unmöglich machte. Öffentliche Hinweise auf die Identität der Opfer sind bis heute allerdings nicht bekannt geworden. Mittwoch, 28. Mai 1941. Die Motoren von Kampfbombern stören die Stille des Parks. Wenig später fallen Bomben. Die deutsche Luftwaffe fliegt einen Scheinangriff, dessen Ziel es ist, von den 3 deutschen Agenten abzulenken, die an Fallschirmen abspringen und an einer Straßenbiegung